Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zum Wild City Rundgang Teil 2. Und ich habe mir gedacht, wo könnte man denn besser starten als hier bei einem der schönsten Sets, die wir in der Stadt haben, nämlich dem Elsa-Schloss, wie ich es nenne. Ich glaube offiziell das Eisköniginnen-Schloss, Frozen Castle, genau. Ja, ich würde sagen, wir starten hier gleich mal los. Christoph hat euch schon durch die halbe Stadt geführt und jetzt ist es eben mein Vergnügen, euch den Rest der Stadt zu zeigen. Also, kommt mit. So, wie gesagt, ich habe hier hinten beim Elsa-Schloss gestartet und das ist wirklich quasi die letzte Ecke unserer Stadt. Hier hinten befindet sich nicht nur das Frozen Castle, sondern auch das Lebkuchenhaus ist hier verbaut. Eine Fake-Zugstrecke, Fake deswegen, weil sie ja in der Mauer mündet. Und hier haben wir auch schon ein weiteres Set, das verbaut werden sollte in Zukunft, nämlich das Kevin allein zu Haus, wie ich es nenne. Genau. Aber ja, hier haben wir nicht viel weiter gebaut derzeit, denn ja, wir warten meistens auf den ersten Schnee oder sowas, bis man dann wieder in Stimmung kommt, um hier in der Winterlandschaft wieder weiterzubauen. Was wir hier noch haben in der Winterlandschaft, das ist nicht nur Santa, der hier herumschwirrt in schwindelerregenden Höhen, sondern wir haben auch noch eine Skipiste, wo sowohl Skifahrer als auch Snowboarder herunterdüsen können. Und damit sie hier auf diese Skipiste überhaupt hinaufkommen, haben wir auch noch einen Lift, der zwar nicht motorisiert ist, also macht euch keine Hoffnungen hier, aber ja, wenigstens in der Theorie führt er hier auf den Berg hinauf und da habt ihr verschiedene Skiresorts und so weiter und so fort. Auch ein paar Christbäume, also viel weihnachtliches Flair hier im Winterdorf. Ihr könnt euch hier links auch euren eigenen Christbaum holen, quasi den Schlägern und dann mit nach Hause nehmen. Ihr habt hier ein kleines Karussell, ihr habt einen kleinen Bahnhof, auch mit einer Zugstrecke, die bitte komplett ist, aber ich weiß nicht, ob da schon jemals der Zug wirklich aktiv gefahren ist. Hier wäre auf jeden Fall der Zug einer von den winterlichen Zügen, die wir haben. Und ja, was wir hier noch stehen haben, was vielleicht auch noch interessant ist, sind die Wintersets. Das heißt, ihr habt hier zum Beispiel die Feuerwache, ja, ich glaube, ziemlich alle winterlichen Sets haben wir hier vertreten, bis auf die, was wir noch nicht aufgebaut haben von den aktuellen. Aber die versammeln sich alle hier und das macht eigentlich ganz eine nette Landschaft. Was wir hier unten noch haben, ist auch ein Set, auf das speziell Christoph sehr, sehr stolz ist. Das ist ein Eishockey-Set. Könnte definitiv noch ein bisschen besser eingebaut werden. Die Frage ist jedoch, ob das wirklich für immer hier stehen bleibt oder nicht noch verschoben wird. Weil, ja, ihr wisst, jedes Jahr kommt ja wieder ein Häuschen dazu. Und wir werden sehen, ob sich das alles dann noch ausgeht. Hier hinten übrigens noch ein kleiner Eislaufplatz, einer von ein paar wenigen, ich glaube 2 oder 3 haben wir und dann hier hinten noch eine Schanze für die, die sich etwas mehr trauen. Dann geht es weiter hier vom Winterdorf, wirklich hier ein starker Cut, dadurch, dass wir das mit dem Berg so angedeutet haben. Ich meine, realistisch hin oder her, aber auf der anderen Seite des Berges quasi ist hier der Campingplatz und hier ist zum Glück natürlich kein Schnee. Denn Campen bei Schnee weiß ich nicht, ob das so angenehm ist. Was wir hier haben, ist ein neues Tor zum Campingplatz und ihr seht, das war mal unser Haupteingangstor zum Vergnügungspark, mittlerweile das Eingangstor zum Campingplatz und ihr seht es hier ein kleines
Ständchen, wo man sich dann anmelden kann. Hier hinten ist das Baumhaus, das ominöse, das auch lange gedauert hat, bis es dann endlich zu uns nach Wild City gekommen ist. Und hier hinten die ganzen Camper natürlich. Egal ob mit Zelt, ob mit Wohnmobil, Wohnwagen, alt, neu, alles ist hier vertreten. Und das ist ja nicht irgendein Campingplatz, sondern das ist ja der Campingplatz, der für den Vergnügungspark hier gedacht ist. Und ihr seht, auch hier hat sich was getan. Die Kenner erkennen das wieder. Das war das ehemalige Tor zum Campingplatz. Also auch das eigentlich ganz interessant. Wenn man dann vom Campingplatz hier weitergeht, dann seht ihr, hier sind ein paar kleine Fahrgeschäften. Hau den Lukas, glaube ich, heißt das, wo man da so mit dem Hammer drauf hauen muss und dann bimmelt es hoffentlich oben, beziehungsweise hier kann man Leute runterschießen und der Batman ist, glaube ich, jetzt vor lauter lange hier oben sitzen überhaupt komplett hinuntergefallen. Genau. Da muss man den Ball hier dagegen schießen und dann fällt der hier rein. Und hier auch eines der ersten Sets, die wir hier hergestellt haben in den Vergnügungspark, nämlich dieses Jurassic Park Set, wo man in diesen Eiern sitzt und die drehen sich dann. Das gefällt mir auch immer sehr, sehr gut. Hier hinten haben wir die große Achterbahn oder auf jeden Fall ehemals große Achterbahn. Ja, die gefällt uns noch immer sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also die hat schon was, leider auch die nicht motorisiert, wäre aber ein Plan für die Zukunft, dass hier alles mal ein bisschen rund geht quasi. Genau. Dann haben wir hier hinten noch den Hotshot Stand, beziehungsweise auch so einen Zuckerstand. Wir haben hier den Disney Bahnhof, hinterbei das große Karussell. Wir haben hier die Apocalypse Burg. Wir haben hier ein paar Züge, die auf Abstellgleisen stehen, die man sich einfach so ansehen kann. Das war der Film mit Johnny Depp. Fragt mich nicht, wie der nochmal geheißen hat. Aber irgendein Westernfilm. Und dann haben wir hier hinten, natürlich um einiges wichtiger, den Hogwarts Express. Es finden sich hier auch einige Szenen. Wenn ihr die genauer sehen wollt, dann einfach in die alten Videos hineinschauen und dann könnt ihr euch das zu Gemüte führen. Wenn ihr dann hier weitergeht nach unten, dann seht ihr hier den Gruselbereich. Ja, mit verschiedenen Attraktionen unserer selbst oder teilweise selbst gebauten Grusel-Achterbahn. Dann haben wir hier den Free Fall Tower, der leider bei uns noch immer nicht ganz super so funktioniert, wie er funktionieren soll, aber es ist egal, bei uns steht das still. Und dann haben wir hier drüben die Piratenbucht, wenn man hier weitergeht vom Gruselbereich. Und auch hier viele Klassiker. Natürlich auch hier eine kleine Achterbahn, die darf nicht fehlen. Und dann haben wir hier natürlich die Barracuda Bay, die definitiv im Piratenpark nicht fehlen darf. Das wäre doch eine Schande. Genau. Wenn wir hier dann weiter rüber schwenken, sehen wir noch das Joker Manor von hinten und auch ein großes Riesenrad natürlich, auch das darf hier nicht fehlen, beziehungsweise den Disney Express, der sich gerade hier den Weg bahnt durch die Landschaft. Und hier drüben sind wir dann in meinem absoluten Lieblingsbereich. Das ist hier das Hogwarts Schloss, das auch in nächster Zeit noch verbessert wird, noch erweitert wird. Hier oben fliegt übrigens auch noch was. Das ist die Kutsche von Beauxbaton, glaube ich. Die den Feuerkelch gesehen haben, kennen sich aus. Und hier hinten das Disney-Schloss. Ein wunderbares Set. Genau. Auch das Winnie-Pooh-Set ist hier hinten verbaut. Und dann kommen wir hier rüber zur Winkelgasse / Eingangsbereich mit Grimmauld Place und Winkelgasse, beziehungsweise auch dem Ministerium-Set. Und ich muss sagen, da bin ich schon sehr, sehr zufrieden, denn wenn ihr hier mal reinschaut mit mir, das hat schon was. Also wenn man da als Minifigur in
den Vergnügungspark hineinkommt, ich finde, da kann man sich's schon gut gehen lassen. Also da hat sich das Ticket allein deswegen schon ausgezahlt, muss ich sagen. Man hat auch einen kleinen Blick schon hinten auf die Attraktionen, nämlich das Disney-Schloss und das Hogwarts Castle. Und natürlich, ich meine, der Eingangsbereich mit dem Ministerium hier. Also das hat natürlich auch schon wirklich was Tolles. Dann ist hier noch eine Monorail-Station, definitiv erwähnenswert. Das war mal so eine Bricklink-Designer-Sache, soweit ich mich erinnere. Ja, mit einer Schüsbach da unten. Und dann kommen wir hier zum Wohnbereich mit den glücklichen Minifiguren, die hier neben diesem wunderbaren Vergnügungspark leben dürfen. Und ihr seht es hier, tolle Häuser, alt und neu. Wir haben hier Christophs Elternhaus, wir haben hier diesen 2x4 Brick Haus verbaut. Wir haben ein Harry Potter Haus bzw. 2 Harry Potter Häuser verbaut. Die Simpsons wohnen hier. Das Einkaufszentrum ist auch leicht zu erreichen von hier. Also ich muss schon sagen, das ist schon Komfort pur. Wenn wir dann weitergehen vom Wohnbereich, übrigens hier auch noch ein kleines Fußballfeld, das noch nicht perfekt eingebaut ist, aber auch das kommt noch. Wenn wir vom Wohnbereich dann hier rüber schwenken, finden wir hier noch einen Basketballplatz, wo auch schon ein Match gespielt wird, aber auch leider dieser ist nicht wahnsinnig gut noch eingebaut. Auch das wird in Zukunft noch kommen, ihr kennt es. Bei uns sind immer etwas mehr Baustellen. Wir bauen einfach das, was uns gerade freut. Ich hoffe, das passt für euch auch. Dann hier hinten das Ghostbusters Headquarter und wenn wir hier nach vorne schwenken, dann sehen wir die Arcade, die auch, finde ich, sehr cool geworden ist. Sie ist noch nicht ganz fertig, aber auch das wird kommen. Nebenbei gleich das Krankenhaus. Das heißt, wenn ihr euch den Finger zwickt in der Arcade, gar kein Problem. Ihr könnt dann gleich im Krankenhaus vorbeischauen. Hier eine kleine Station, wieder von der Monorailbahn, ein kurzer Blick in die Downtown Area, auch von hier sehr, sehr cool, wie ich finde. Und wenn wir dann weiter schwenken, dann kommen wir zum Hochhaus, zum höchsten Hochhaus von Wild City, das übrigens innen nicht eingerichtet ist, aber dafür einige coole Balkone hat. Warum ist es innen nicht eingerichtet? Weil dieses Hochhaus eigentlich nur als Verdeck für den Stempen hier gedacht ist. Genau, oben, genau, die Dachterrasse, hier einige Balkone sind eben schon bevölkert. Die anderen sollen eigentlich noch folgen, wenigstens mit irgendwelchen Krimskrams im Sinne von, ja, irgendwelchen Stühlen etc. Mal schauen, wann das dann kommen wird. Hier haben wir auch natürlich noch ein Gefängnis. Das Arkham Asylum findet sich hier, denn jede gute Stadt braucht natürlich auch ein Gefängnis, das ist ganz klar. Passend dazu übrigens auch die Polizeistation, genau, die sich hier quasi in der Nähe von der Downtown befindet. Und dann haben wir hier den Zoo, der doch sehr groß ist, mit derzeit abgerissener Monorail-Strecke. Also eigentlich geht hier noch die Monorail-Strecke vorbei. Dadurch, dass wir aber beim Bauen vom Zoo irgendwie noch immer dabei sind und noch immer herumwerkeln, haben wir die jetzt noch nicht installiert, damit wir uns nichts abreißen. Hier ist noch ein Aquarium. Wenn ihr das in Detail sehen möchtet, das ist einer der ersten Zoo-Videos, die wir gedreht haben, denn das war schon ziemlich früh fertig. Also wenn ihr das genauer sehen wollt, dann bitte schaut euch die alten Videos an. Hier vorne noch eine Pizzeria. Hier im Zoo, wie gesagt, wird sich noch einiges tun. Ihr findet hier sehr viele verschiedene Tiere. Hier das Affengehege möchte ich noch etwas umbauen. Die Vögel, die Pinguine. Natürlich gibt's was zum Essen. Es gibt Krokodile, es gibt Kätzchen, es gibt Kamele, es gibt Giraffen, Elefanten, was weiß ich. Auch hier bitte, wenn ihr das im Detail sehen wollt, ein Streichelzoo übrigens, dann schaut doch in den alten Videos vorbei. Da findet ihr dann die Details.
Hier ist ein Bahnhof und nebenbei auch einer der interessantesten Sets eigentlich, die wir hier aufgebaut haben, ist so ein Drache, der herumgetragen wird. Ich weiß nicht, wie die offiziell heißen, ob die einen speziellen Namen haben, aber das finde ich eigentlich ganz cool, denn jetzt geht es dann in den Ninjago-Bereich mit der Ninjago City, mit den Ninjago Gardens. Ich filme das mal von der anderen Seite, dann seht ihr das doch ein bisschen besser. Also hier ist unser Ninjago-Bereich, auch dieser soll noch erweitert werden, denn wir haben ein Monkey Kids Set, das gut dazu passt und wer weiß, was die Zukunft noch bringt. Ihr seht, hier hinten ist ein super netter Park, wo man entspannen kann. Natürlich ganz kitschig hier auch ein großer Kirschblütenbaum, der in voller Pracht hier steht. Ein Tuk-Tuk, das man verehren kann und auch alle möglichen Essensstände sind hier verbaut, bei denen ihr euch alle möglichen Köstlichkeiten kaufen könnt, wie zum Beispiel diesen Steckerlfisch. Genau. Steckerlfisch. Alright. Nicht ganz so meins, aber ich finde es ganz lustig, den Namen. Dann haben wir hier noch das Meer. Auch hier möchten wir vielleicht noch etwas verändern. Ich habe letztens wieder Fernweh bekommen und wollte dann eigentlich irgendwie einen Pier sowas bauen, also quasi einen Steg, wo es rausgeht und dann ist da irgendwie eine kleines Fahrgeschäft oder sonstiges. Da müssten wir aber einiges wieder abreißen. Also ich weiß nicht, ja, wir schauen uns das an, was daraus wird. Natürlich haben wir auch einen Leuchtturm, ganz klare Sache. Der ist direkt hier bei unserer Hochzeit. Und wie gesagt, viel los auch natürlich hier am Strand. Das muss wohl so sein. Genau. Dann kommen wir auch schon fast zum Ende, nämlich hier haben wir noch unsere Fischstäbchenfabrik. Auch die haben wir mal im Detail gefilmt mit einem Radiostudio on top. Der Turm von Ortang steht noch immer hier, den filme ich jetzt nicht im Detail, denn das sollte eigentlich gar nicht hier stehen. Wann auch immer der dann wegkommt, Christoph gefällt das so gut, dass er ihn stehen lassen hat. Passt zwar überhaupt nicht, aber gut. Und dann haben wir hier noch den Hafen, der mir auch sehr, sehr gut gefällt. Einfach deshalb, weil wir hier moderne Schiffe haben, aber auch ganz alte Semester hier vertreten haben und das gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut. Also das ist wirklich ein harmonisches Zusammensein, wie ich finde, von großen, kleinen, jungen und alten Schiffen. Also das hat schon was, muss ich sagen. Sehr, sehr cool. Es ist auch schön gepflastert hier und hier dann haben wir noch den Breitsack, der quasi der Hinweis ist darauf, dass wir uns hier beim Hafen, also bei einer maritimen Stelle befinden. Das war der Überblick von mir meinerseits. Ich hoffe, wir konnten euch irgendwie inspirieren für eure eigene Lego-Stadt. Momentchen, ich sehe gerade nicht, ob ich drauf bin. Ja, genau. Ich hoffe, wir konnten euch inspirieren für eure eigene Lego-Stadt. Vielleicht habt ihr Ideen bekommen, vielleicht habt ihr auch jetzt einen Guster bekommen, dass ihr eure eigene Lego-Stadt baut. Sollte das so sein, ob ihr weiterbaut oder neu baut, dann schickt uns doch auch mal ein Foto. Vielleicht können wir auch uns wieder inspirieren lassen von euren Ideen. Oder schreibt es einfach in die Kommentare, wenn ihr sagt, ihr wollt es nicht selber bauen, aber ihr habt eine super Idee für unsere Stadt, dann bitte doch einfach in die Kommentare. Wir würden uns richtig darüber freuen. Ich hoffe, ihr habt jetzt einen guten Überblick über unsere Stadt. Falls euch eben noch was fehlt, in die Kommentare schreiben. Und ansonsten, ich würde sagen, ich mache mir jetzt dann einen Kaffee und dann geht's auch schon weiter mit dem Bauen. Und dann sehen wir uns ja hoffentlich bald wieder bei einem neuen Video mit neuen Ideen, vielleicht auch welchen von euch. Also, macht's gut. Tschüss!